Previously on the Campers Chronicles. Granville bei bestem Sonnenschein, ein kurzer Stopp zur Mittagszeit, Meerblick inklusive, eine Nacht in den Dünen irgendwo zwischen Sand und Wiese. Dann der große Moment, der heilige Hügel, Mont Saint-Michel, Touristenmagnet oder doch Touristenfalle. Ein versteckter Platz am Fluss, ein anderer in den Rebstöcken der Champagne und Konsumabenteuer im französischen Supermarkt. Troyes, charmant, mittelalterlich und tatsächlich ein echter Geheimtipp. Doch ein Highlight gibt es noch und das kommt jetzt. Quer durch Frankreich fuhren wir, entlang gerader Straßen von Westen nach Osten. Wir parkten an der Mosel oder, wie wir sie nennen, an der Madame Moselle. Von Hunden und deren Herrcheninnen wohlgeliebt. Die Sonne geht unter und wir auch, ins Bett zumindest, erschöpft vom langen Tag. Am Morgen dann, feiner Nebel liegt über dem Fluss und leise zieht er dahin, während wir langsam wach werden, Kaffee kochen, mit dem Hund spazieren gehen und den Van startklar machen für das nächste Ziel. Nancy ist nun, wie soll ich sagen, prunkvoll, barock auf Steroiden. Hier wurde nicht gekleckert, hier wurde vergoldet. Die Stadt verdankt ihren Glanz dem 18. Jahrhundert, beziehungsweise genauer gesagt Stanislas I., der ehemalige König von Polen und Schwiegervater von Ludwig XV. Mit, ich möchte mal sagen, fragwürdigem Geschmack und einem fetten Geldbeutel ausgestattet, ließ er den Platz Stanislas anlegen, einem der angeblich schönsten Plätze Europas. Eingerahmt kommt er daher von mit Gold verzierten Toren, Brunnen und Palästen. Wer dann vom Glanz genug hat, der biegt einfach ab in den Parc de la Pépinière, ein Stadtpark, grün, weit und mit alten Bäumen, Buhlspielern und Eichhörnchen auf der Flucht. Und Wolfi, der alte Schürzenjäger, war wohl auch schon hier. Und dann kam sie von hinten angeschlichen. Die alte Melancholie des Wissens, der Gewissheit, dass sich der Urlaub nun doch schon wieder dem Ende zuneigt. Wir fuhren Richtung Luxemburg und Deutschland und pünktlich am Grenzübergang dann Stau. Alles wie immer. Was bleibt, sind Bilder der Erinnerung, Bilder von besonderen Stellplätzen, den Formen, Farben und Bewohnern der Küste des Kanals, von idyllischen Fischerstädten, kleinen Häfen, dem Leben zwischen Sand, Ebbe, Flut und Austernbänken.
und dem Landesinneren, mit Städten zwischen mittelalterlicher Simplizität und barocker Selbstverliebtheit. Wie hat uns die Normandie eigentlich gefallen? Wie war es, mit einem geliehenen Wohnmobil 2 Wochen auf der Reise zu sein? Und was passierte alles so hinter den Kulissen? Nun, das, liebe Leute, das ist eine Geschichte für die nächste und letzte Folge dieser Staffel.